Warum sind Führungskräfte beim Thema Mitarbeitertrauer oft so sprachlos, geschweige denn, dass sie Gesicht zeigen müssten? Manche werden sogar unmenschlich. Darum geht es im heutigen Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Wen ich aber noch herzlicher begrüße, ist Sandra Manz. Liebe Hallo, Sandra, lieber ganz Stefan. herzlich willkommen. Genau. Danke dir. Du bist ja auch nicht das erste Mal in einem Podcast von mir oder in einem Video. Und ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Und warum ich dich eingeladen habe, du kannst sehr, sehr gut mit Sprache umgehen und bringst das auch anderen bei, Ja. gerade auch im Kontext von, ich sag mal, prekären Situationen wie Tod und Trauer. Du kommst ursprünglich aus dem Altenpflegebereich, das heißt also, du weißt, von was du redest, wenn es um Tod und Trauer geht. Ja, Ja, manche reden ja davon und haben noch nie und so weiter und so fort. Ja, kennen ja, wir alles. ja, tatsächlich. Ja. Deshalb meine Stefan, Frage. Ja. als du angefragt hast, ich habe tatsächlich innerlich sofort Ja gesagt. Die Organisation, die Weltpflege ist dann immer noch mal ein bisschen anders, ne? Aber wir haben es geschafft und ich freue mich auch so sehr, dass auch du jemand bist, der der nicht locker lässt, Menschen einzuladen, von den Themen zu sprechen, die im Ernstfall, und im Ernstfall meine ich die wirklich wichtigen Momente im Leben zur Sprache zu bringen. Und deshalb bin ich wieder total gerne da. Klasse, klasse. Die Frage, die mich die ganze Zeit immer wieder anfixt, warum sind Führungskräfte beim Thema Trauer oft so sprachlos, teilweise sogar unmenschlich? Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass die Menschen insgesamt ein ganz großes Hemmnis, also eine große Hürde mit dem Thema Emotionen haben. Mhm. Also ich fange viel früher an. Trauer ist ja im Grunde ein ganz tiefer Ausdruck von Liebe. Also das ist ja was, wo jemand sagt, du meine Güte, ich habe jemand verloren oder da passiert jetzt was, was so wichtig war in meinem Leben und ich weiß gar nicht vielleicht, wie ich alleine weiterleben soll oder wie ich mit dieser großen Traurigkeit umgehen soll. Und da wir selbst mit der eigenen Trauer schon große Probleme haben. Wir üben das ja auch nicht, ne? Also gibt ja jetzt keine Schule, wo drin steht, komm, wir üben mal zu trauern oder draufsteht, sondern das passiert im Leben von Menschen mal kleiner, mal größer, mal tiefer. Und dann macht's der Mensch so gut er kann. Mhm. Aber wir sprechen ja wenig drüber. Und Führungskräfte lernen ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Sie lernen, keine Gefühle zu zeigen. Im Gegenteil, in ganz vielen Trainings wird suggeriert, bleibe professionell. Und das bedeutet sowas wie bleibe sachlich. Und seit Jahren sage ich, um Himmels Willen, falsch abgebogen. Denn wenn Menschen nicht lernen, mit Emotionen umzugehen, und zwar mit denen, die wir als schön empfinden oder erstrebenswert, und insbesondere mit denen, die wir so gar nicht mögen, weder an uns selbst noch am anderen, umso tragischer werden dann die Momente, wenn man es halt nicht wegreden kann. Wenn so eine Trauer im Raum steht, kann ich es ja nicht schöner reden, die ist ja da. Also werden Menschen unmenschlich und tun so, als wäre es nicht so. Aber das heißt nicht, dass die unmenschlich sind. Denen fehlen nur die Worte. Dann kann man ja vielleicht nachher mal gucken, wie können Sie die Worte finden. Wobei für mich ist auch immer so die Frage, Emotionen, natürlich haben die im Business was zu suchen. Weißt du, wenn ich einfach überlege, Ja. ich kann von A nach B kommen und nutze zum Beispiel ein Auto aus der großen Firma aus München. Und da heißt es dann Freude am Fahren. Ja, das sind ja Emotionen, die an dieser Stelle
das Vehikel verkaufen sollen. Aber ich kann im Endeffekt auch mit jeder anderen, Entschuldigung, Kiste selbe äh, Entfernung zurücklegen. Ja, nur du findest in der Marketingsprache immer die schönen Emotionen, die Abenteurer, die Mutigen, die Mhm. Erfolgreichen, die bildschönen Menschen, du findest ja fast nur Stories, die wir Mhm. Menschen als erstrebenswert empfinden. Und das andere, was es auch gibt im Leben, wird entweder hinter Filter gelegt, ja, oder als Scheitern bezeichnet und sowas. Damit machen wir ja keine Werbung, sondern das nutzen Menschen vielleicht noch als Weckruf, um zu sagen, boah, jetzt ist mir was klar geworden. So, also mal alles weg mit diesen Rollen und Masken und jetzt lass uns mal vom Wesentlichen sprechen. Aus meiner Sicht wird diese Strömung, also diese Gesinnung von Menschen stärker und auch etwas lauter. Aber es ist halt in der Werbung nicht zu finden. Auch in der Teamkultur, in der Führungskultur will man Konflikte vermeiden. Menschen wollen Kritik nicht üben, um sich fit zu machen. Ehrlich gesagt wollen die gar nichts damit zu tun haben. Und das ist der Fehler. Es gibt ein permanentes Leugnen und Vertuschen und Wegdrücken von den Dingen, die uns stärker machen und die uns miteinander wachsen lassen. Je höher die Führungsebenen sind, umso weniger kommen die in unsere Trainings, weil die sagen, ich brauche sowas nicht. Die schicken ihre Leute. Das ist natürlich fatal, weil je mehr Führungsverantwortung ich habe, umso wichtiger ist es, Menschen als Ganzes zu sehen, als Ganzes erkennen zu wollen und bewusst die Stärken zu betrachten und die Schwächen zu beachten und anzuerkennen und auch davon zu sprechen. Trauer ist was, da gehen Menschen oft in Schockstarre, wissen überhaupt nicht, was los ist im Leben, es ist wie ein Filmriss, keine Orientierung mehr. Und Menschen, die es von außen sehen, sind schon mit betroffen, fühlen auch oft mit, aber denken, oh Gott, sage ich jetzt was, kann nur was Falsches sagen, sage ich lieber nichts und so, was ja noch schlimmer ist. Ja. Ja, an der Stelle, wir haben eine Umfrage bei der Technischen Hochschule in Würzburg in Auftrag gegeben, wo Mhm. wir gefragt haben, ist den Führungskräften schon einmal das Thema Trauer im Unternehmen begegnet? Wenn ja, mit welchem Impact auf die Arbeit? Und was hätten Sie sich gewünscht? Mhm. Was meinst du, wie viele Führungskräfte da gesagt haben, das ist uns schon mal begegnet und es hatte Impact? Oh, fast, also ich würde sagen, eine ganz hohe Prozentzahl. Äh, 80, ja, 80%. ja, ja, das glaube ich. Und die meisten sagen, und in dem Moment waren wir nackig. Mhm. Genau, weil im Vorfeld nicht drüber gesprochen wird. Wir sprechen zum Beispiel über ein gutes Onboarding in Unternehmen. Wir sprechen aber nie oder sehr selten über ein gutes Offboarding. Mhm. Immer noch die Meinung vorherrscht, Fluktuation sei was Schlechtes. Anstatt zu sagen, hey, wenn Menschen bei uns so weit gekommen sind, gehen sie vielleicht weiter. Wir wünschen dir alles Gute. Danke, dass du da warst. So, und machen ein gutes Offboarding. Kündigungen werden als was Schlechtes gesehen. Wenn Freundschaften sich trennen, wird es als Versagen gesehen. Wenn Ehen sich auflösen, ist es ein Scheitern. Also alles, was so ein bisschen was mit Wiederhergeben oder Transformieren und Weiterentwickeln geht, wird als Verlust, als Schwäche ausgelegt oder als Versagen. Und deshalb sind die wenigsten vorbereitet. Mhm. Aber das ist ja genau das, was hängen bleibt. Ja, Jetzt mal bei dir oder liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal Hand aufs Herz. Erinnern wir uns einfach mal an unsere letzten Beziehungen. Wir wissen nicht unbedingt, wie es angefangen hat, aber jeder weiß, wie es aufgehört hat, ja. oder? Ja, absolut. Und weißt du, ich bin ja in zweiter Ehe sehr glücklich verheiratet und habe in meiner ersten Ehe meine Tochter geboren. Und ich habe lange gedacht, das war, also ein Fehler klingt jetzt komisch, aber ich dachte, das war halt nicht gut oder die Ehe ist gescheitert, bis ich irgendwann verstanden habe, wie könnte diese Ehe ein Fehler sein? Mein Kind wurde da ja geboren, eine wunderbare junge Frau. Und heute sehe ich das völlig anders. Es war eine wichtige Zeit. Ich hätte sie mir vielleicht schöner vorgestellt oder auch
oder schöner gewünscht, mit weniger Sorgen und weniger Vorwürfen vielleicht auch, aber schlussendlich bin ich so froh um diese Verbindung damals, weil mein Kind geboren wurde. Mhm. Und so kann ich anders drauf gucken, aber das hat schon eine Weile gedauert, ja, bis das Ja. wirklich war. Ja, und da muss man dann auch in den Spiegel gucken und entdeckt da möglicherweise nicht nur die Lachfalten. Auch bei sich selbst, ja. Also Ja, klar. man denkt ja immer der andere, nö, ich weiß heute sehr genau, was ich beigetragen habe, dass das nicht so gut gelaufen ist, oder zumindest so gelaufen ist, wie es dann eben war. Nur Ja. ich merke das oft schon im Kleinen, wenn ich an Teams denke oder an Führungskräfte, wenn ich sage, hast du mit deinem Team mal besprochen, was ist denn, wenn ihr mal nicht so gut miteinander klarkommt? Was macht ihr denn? Jetzt gehe ich mal in eine Klinik, ist ja viel meine berufliche Heimat gewesen und die Altenpflege, also die Pflegeeinrichtungen. Was macht ihr denn, wenn mal ein Angehöriger reinkommt und sehr zornig ist oder aufgebracht ist oder enttäuscht oder kritisch? Wie geht ihr denn damit um? Besprecht ihr sowas? Nee. Nee, das wird nicht besprochen. Es passiert ja trotzdem, also das passiert. Und dann ist es mit sehr viel Mühe und Kraftaufwand und auch mit Ärger verbunden und man ärgert sich über den Angehörigen und so, anstatt zu sagen, das passiert in unserem Berufsfeld und lass uns doch darauf vorbereiten. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns darauf vor? Und das könnte eine Möglichkeit sein für ganz viele Situationen, bevor alle sind gesund, alles in den Familien ist wunderbar und eine Führungskraft, die mal zu ihrem Team sagt, Leute, was machen wir denn, wenn auch bei euch oder bei uns mal die Schicksalshand an die Tür klopft und sich nicht ankündigt und sagt, da geht jetzt jemand aus unserem Leben. Was machen wir denn dann miteinander? Wie begegnen wir einander? Und die Menschen könnten sich austauschen und sagen, boah, schwer, also weiß gar nicht, was ich machen würde. Und wenn sowas geschehen würde, Stefan, dann kommt Bewusstsein in einen Bereich, der bestimmt nie schön sein wird für uns Menschen. Aber wir könnten emotional auf was zurückgreifen und sagen, guck mal, vor 3 Monaten haben wir davon gesprochen und jetzt stehen wir da, ne? Aber ich habe wenigstens überhaupt irgendeine Idee, was ich jetzt mache oder vielleicht auch nicht mache. Ja, die allermeisten sind nicht vorbereitet, Ja. ja, und fallen dementsprechend in ein Loch. Und es gibt eine französische Studie, die da sagt, wenn in einem Unternehmen ein Trauerfall ist und die Führungskraft nicht adäquat reagiert, dann kündigt auf jeden Fall jeder 9. Mitarbeiter. Wow. Ja. Wow. Beim Thema Fachkräftemangel, das ist eine Aussage. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also in dem Thema Trauer ist ja auch das Wort Treue mit drin. Also die Vertrauen, was sich ja viele wünschen, ist ja wortverwandt oder ursprungsverwandt mit dem Wort Treue. Und Treue, Trauer, die Trauung, sich was trauen, Zutrauen haben, sowas, das sind ja Bande, die werden ja ehrlicherweise zwischen Menschen nicht geknüpft, wenn alles gut läuft, sondern die werden ja dann geknüpft, also die festigen und stabilisieren sich, wenn wir uns in sehr schwierigen Situationen und Zeiten warm in die Augen gucken können sagen, ihr habt keine Ahnung, was ich sagen soll, aber ich sehe dich und ich bin da, wenn ich irgendwas tun kann, ja. Und auch diese Themen wünschen sich viele Menschen, aber die Bereitschaft, was zu investieren und auch was ja, transparent zu machen von sich selbst, um es überhaupt möglich zu Mhm. machen, gibt es viel Unsicherheit, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was vielen auch nicht bewusst ist, Worte wirken immer. Ja. Ja, wir kennen das Wort Ratschläge. Mhm. Ja, Quatsch. Genau. Ja. Ja, also wenn die Beziehung sehr, sehr gut ist, dann macht es nicht so viel, aber wenn das als kluger Rat von rechts oder links kommt, dann bewirkt es ehrlicherweise eher das Gegenteil, als vielleicht von der spricht, Gemeinten, ja. Mhm. Es gibt ja viele, die sagen Beileid. So Ja, als ob du so einen glitschigen Fisch in der Hand hast. Wenn du dann auch noch die Hand
Was würdest du als eine Führungskraft raten? Wie soll sie reagieren, wenn sie hört, beispielsweise der Partner, oder die Eltern eines Mitarbeiters sind gestorben? Also ich habe mich mit diesen Themen schon vor vielen Jahren ganz intensiv beschäftigt, da wir ja in der Altenpflege ganz oft die Situation hatten, von jetzt auf nachher einen Hörer in die Hand zu nehmen. Und auch ich erinnere mich als junges Mädchen, jetzt hat mir kein Mensch beigebracht, und ich musste einer Tochter sagen, dass ihre Mama heute Nacht gestorben ist. Also das ist ja heftig ohne Ende. Und ich Mhm. habe später mich viel damit beschäftigt, welche Alternativen es gäbe. Das Beileid wünschen ist ja ein traditionell eine mitfühlende Wortgeste, sage ich mal, Mhm. das vielen, Mhm. vielen vertraut war. Und gemeint war damit, ich sehe dein Leid und ich bin bei dir. Und für viele passt es heute nicht mehr. Ich habe solche Sätze formuliert wie, ich wünsche dir Kraft, ich wünsche dir jetzt Menschen, die dir Halt geben. Ich wünsche dir Trost in dem Glauben, den du vielleicht Mhm. hast in deinem Leben. Mhm. Ich habe auch wortlose, also nur Gesten immer empfohlen, dass jemand auf jemanden zugeht und ihn anschaut und die Hand drückt oder die Hand auf die Schulter legt oder eine Umarmung anbietet und auch gerne sowas sagt wie, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ich bin so betroffen und ich will dich das wissen lassen. Und schon das ist aus meiner Sicht ein tröstlicher Zuspruch. Immer noch auch für mich schön die Kondolenzkarten, also eine schöne Grußkarte. Da gibt es heute wirklich sehr einfühlsame, menschenbejahende Mhm. Karte und sowas, einfach was draufschreiben. Auch wenn das Ereignis schon ein bisschen weiter her ist, jede Karte, jeder Gedanke, jeder Gruß, der kommt, tröstet, weil man selber denkt, oh, und die hat an uns gedacht oder an die Mama oder an den Partner oder wie auch immer. Mhm. Und es ist wirklich, das hilft. Ja, und es wird gelesen, denn wenn ich einfach an die gesamten Beerdigungen denke, wo ich nun dabei war, dann auch wo es mich selbst betroffen hat, Ja, ja. weiß ich noch, wer da war? Weiß ich noch, wer da was gesagt hat? Mhm. Hm, eher Mhm. nicht. Mhm. Ja, Eher nicht. das ist interessant. Tatsächlich, meine Eltern durften ja beide wirklich alt werden und sind vor Jahren schon gestorben. Und ich habe so eine Box und da ist alles drin, was wir, unsere Familie, zum Sterben unserer Eltern, Mama und Papa jeweils bekommen haben. Und tatsächlich schaue ich mir das manchmal an. Also wenn ich so gedenke meiner Eltern oder an den Tagen, an denen das passiert ist. Und dann Mhm. nehme ich mir manchmal die Zeit und dann ist es wirklich schön, nochmal zu schauen, wer in der Nähe meiner Eltern war. Also so im Gedenken meiner Mom und meinem Papa, ja. Mhm. Richtig. Da juckt mich allerdings gerade mal eine Frage. Wenn du Ja, jetzt im ja, David. Augenblick überlegst, wer hat da eine Karte geschrieben und auch wer hat wirklich eine Karte geschrieben, wo Inhalt war oder wo Beziehung war, wo hast du da heute noch Beziehung? Beziehungsweise manchmal erlebe ich es auch diejenigen, die sich da nicht wirklich äußern. Zu denen wird auch die Beziehung, ich sag mal, lockerer. Kann das sein? Also die mir geschrieben haben in dieser Zeit, das waren tatsächlich Menschen, die zu meiner, ich sag mal, Jugend oder meiner Lebenszeit mit meinen Eltern näher waren. Also Mhm. heute bin ich ja mit meiner Heimat sicherlich noch verbunden, aber nicht mehr so tief. Und dennoch kamen aus diesem Landstrich, das waren Menschen, die meine Eltern kannten, die meisten Grüße und Gedanken zu mir. Während aus meinem aktuellen Leben, die meine Eltern gar nicht mehr kannten oder auch mich nicht kannten in Verbindung mit meiner Ursprungsfamilie, wenig Mhm. tatsächlich. Ähm, und für mich hat noch nie, Stefan, diese oberflächliche Bindung gezählt. Also
da bin ich, glaube ich, ein bisschen komisch für die Welt. Ich konnte noch nie sowas anfangen auch mit oberflächlichen Geburtstagsgrüßen oder mit standardisierten gedruckten Karten, die dann irgendwie im Unternehmen verteilt werden. Das hat für mich ganz wenig Wert. Also da habe ich gedacht so, ja, danke, aber es hat mich nicht erreicht. Mhm. Und deshalb haben für mich alle, die mir damals geschrieben haben, heute noch den gleichen Wert tatsächlich. Obwohl ich zum Teil gar keine Kontakte mehr habe, berührt mich das heute noch, weil es im Ansinnen meiner Eltern war. Mhm. Mhm. Ja. Wenn ich an die Führungskräfte zurückdenke oder an die Teams oder auch die vielen so mittleres Führungsmanagement, das sind Menschen, mit denen habe ich viel Kontakt. Mhm. Die haben tatsächlich ganz wenig Spielraum, was Zeit angeht, was vielleicht auch, darf man so eine Karte kaufen, ne, im Unternehmen oder sowas, gibt es dafür ein Budget oder so? Das gibt es oft gar nicht. Also man kann natürlich selbst persönlich entscheiden, ob man irgendwas initiiert und dann wird halt was gesammelt oder so im Team, wie auch zu einer Hochzeit oder zu einer Taufe. Aber es ist in der Unternehmenskultur nicht vorgesehen. Man gibt es entweder Menschen in die Obhut wie dir, also ein Pfarrer, ein Seelsorge-Team oder sowas, aber es ist nicht groß verankert. Es wird nicht drüber gesprochen, wenn nichts gerade passiert. Ja, aber da liegt ja dann in dem Moment das Problem oder das Ja, Erschrecken. In dem ja, Moment, wenn was passiert, ja. wer da nicht vorbereitet ist, ich sag's mal ein bisschen flapsig, der haut einen raus, das haut einen um. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, die ist mir tatsächlich passiert in Berlin. Wir hatten eine Seminarwoche. Und ich kannte dieses Lernteam schon etwas länger. Es waren insgesamt 3 Wochen. Und in der zweiten Woche blieb eines Morgens, ich meine, es war ein Mittwoch oder ein Donnerstag morgens, ein Stuhl leer. Und ja gut, sowas passiert ja manchmal. Und wir dachten, ja, also die kommt schon. Die ist aber nicht mehr gekommen. Die ist in der Nacht am Herzinfarkt gestorben. Und uns erreichte diese Nachricht um die Mittagszeit. Und es war ein Moment, also dieser Nachmittag, der war natürlich völlig anders. Ich habe aber auch dem ganzen Nachmittag Raum eingeräumt, um davon zu sprechen. Mir war Mhm. das so wichtig. Es ging ja auch um Kommunikation, um wertschätzende Kommunikation. Was machen wir denn jetzt mit so einer Situation? Also wer geht wie damit um? Und wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, von dieser Frau und die gestern noch bei uns war und von diesem plötzlichen Ereignis wirklich ganz viel mitzunehmen. Und ich habe immer gesagt, früher schon, jeder Tod berührt viele Leben. Und dann saßen wir waren über 20 Menschen und haben den ganzen Nachmittag dieser Frau gewidmet, dem Leben dieser Frau und den gemeinsamen Erinnerungen, was ich unglaublich wertvoll fand. Ja. Ja, Mhm. also ich habe an der Stelle übrigens eine ähnliche Erfahrung. Ich habe ja eine systemische Beratungsausbildung damals in Wiesloch gemacht, also 20 Jahre zurück. Mhm. Und das erste viertägige Seminar, ähm, wir haben gerade angefangen gehabt und da kam der damals 17-jährige Sohn des wirklich großen Bernd Schmid nach Hause, stellte sein Rad in die Tür und verstarb. Und das hat uns alle extrem einerseits getroffen und andererseits auch im Nachhinein können wir noch sagen, das hat den ganzen Ausbildungskurs, 2 Jahre, massivst in gutem Sinne, würde ich heute sagen, verändert und viel, viel tiefer gemacht, Ja, als wir uns das oder als das ohne dieses Ereignis gewesen wäre. das Ja, glaube ich dir sofort. Und Bernd Schmidt ist mir natürlich auch sofort ein Bild und ein Mensch, der auftaucht. Weißt du, Stefan, ich glaube, die Tiefe ist das, vor was die Menschen Angst haben. Dieses wirkliche Berührtwerden im Innersten
meines Herzens oder meines Seelenaspektes oder welchen Namen ich auch immer nehmen will. Diese ganz tiefe Berührung, die ich nicht kontrollieren kann. Und das Leben, unser Alltagsleben ist ja so oberflächlich aufgebaut. Schnell, oberflächlich, kurz. Alle wollen alles Mögliche sparen. Aber die Tiefe, das ist ja wie so ein Einatmen und Luft anhalten, ne? So dieses, was passiert jetzt? Das ritualisieren wir einfach so wenig. Und das fehlt Mhm. einfach auch in den Unternehmen. Also Trauer, für mich ist Trauer Arbeit, finde ich auch so ein bisschen Trauermomente, der Ruf des Lebens. Ja, Also Trauermomente rufen mich ja ins Leben und sagen, guck mal, nutz das, also mach was draus, feier, freu dich, gönn dir was, gönn den anderen was, geh gut mit dir und den anderen um und so. Und kein Mensch weiß, wie lange wir dieses Leben hier leben dürfen. Ja. richtig. Im Grunde sollten wir übers Leben sprechen, weißt du? Ja, aber ich denke, jeder Tod fordert im Endeffekt auf, über das Leben zu reden. Ja. Ja, ganz Und genau. nur in dem Moment, wo wir in diese Richtung nicht gucken, verpassen wir auch Leben. Ja, ganz genau. Ganz Ja, genau. Denn die tiefen Momente schenken uns auch so ein ganz zufriedenes Gefühl von Lebendigkeit. ja. Also das, was so Sinn macht und was uns so erfüllt, auch wenn es schwerer ist, es ist trotzdem, wir spüren die Essenz des Lebens. Und je öfter wir das spüren dürfen, umso mehr haben Menschen das Gefühl, ich habe ein gutes Leben. Mal jetzt mal egal, wie lange es dauert, weil wir es ja alle nicht wissen, aber ich habe ein echt gutes Leben. Mhm. Ja, zumal, ich weiß nicht, inwieweit dir das auch begegnet ist. Im Krankenhaus hatte ich manche Situationen, dass Patienten, die eine schwere Diagnose hatten, ich sage einfach Ja. mal Krebs und so weiter und so fort, da gab es einige, die sagten, ich bin dankbar dafür, für diese Diagnose, denn jetzt kann ich endlich aus meiner alten Haut raus. Jetzt kann ich endlich mal sagen, Leute, rutscht mir mal einen Buckel runter mit den Entscheidungen, da mache ich nicht mehr mit. Jetzt habe ich die Erlaubnis dazu, mein Leben zu leben. Ja, und das ist doch extrem traurig, dass wir uns die Erlaubnis geben durch einen Schicksalsmoment. Wir können diese Entscheidung ja jeden Tag treffen. Jede Sekunde unseres Lebens haben wir die Möglichkeit zu sagen, tue ich eigentlich das, was mich wirklich, wirklich glücklich macht? Bin ich an dem Ort, der mich mit Sinn erfüllt? Habe ich Frieden im Herzen? Habe ich Frieden im Kopf? Also, Mhm. ähm, was mache ich heute aus meinem Tag? Heute, jetzt, nicht morgen, nicht gestern, heute. Mit wem spreche ich, Stefan? Wir zwei treffen uns heute für eine halbe Stunde, für eine Stunde. Macht mich das glücklich? Erfüllt mich das mit Sinn? Oder sage ich, ja, ist noch ein Termin, ne? So abhaken, weiter. Diese Entscheidung liegt in uns, immer Mhm. bereit, und kein Mensch braucht auf eine Krebszelle warten oder auf ein schlimmes Unglück, um daran erinnert zu werden. Echt? Es braucht keiner, aber manche suchen es genau das. Ja, Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. ja. Aber jetzt frage ich dich einfach, was glaubst du, warum geben sich die Menschen diese Erlaubnis nicht selbst? Haben wir es aus der Wiege geklaut bekommen, diese Lust und Freude am guten Leben oder am sinnvollen Leben? Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass ihr Leben ewig ist. Und Hm. der Situation ins Auge zu schauen, dass das Leben eben halt nicht ewig ist, sondern endlich. Und endlich kann auch morgen sein. Ähm, dem möchten sich die Menschen nicht stellen. Denn dann müssten sie auf einmal ja auch Entscheidungen treffen, bis hin zu Lebenslügen. Und da will keiner ran. Und das nächste auch in Wirtschaftsinstitutionen, da geht es ja auch immer höher, weiter, schneller. Aber so ist es nicht. Ja, Nee, nee, so ist es nicht. ja. Tatsächlich. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Menschen sich das eigene Glück gar nicht erlauben.
Ja. Also wenn ich sage, meditierst du oder hast du einen Glauben oder also hast du so Momente am Tag, wo du mal so für dich bist, Mhm. dann sagen die, ja, nee, ich habe das und das und das. Wenn dann eine Erkrankung kommt, und es kann ja auch ein eingeklemmter Nerv sein im Rücken, ne, oder irgendwie sowas, Mhm. dann plötzlich gehen die auf Reha und dann bekommen die Menschen die Erlaubnis, mal autogenes Training zu machen und so. Mhm. Dann ist Mhm. es überhaupt nicht komisch. Also die Legitimation, sich etwas Gutes zu tun, erfolgt tatsächlich leider immer noch zu stark auf einem Ereignis, dass dann der Arzt sagt, so jetzt mach mal was für dich. Und vorher hat man noch nicht genug gelitten. Also wieso Mhm. gehe ich denn nicht ins autogene Training, bevor ich was habe? Das wäre doch viel besser. Und wirklich glücklich sein, ich glaube, das wünschen sich schon viele Menschen. Sie sehen es aber eher bei den anderen. Ja, also ich habe ja auch, also sicherlich Höhen und Tiefen gehabt im Leben, aber ich werde schon auch oft gesagt, wieso bist denn du immer so gut drauf? Und ich sage dann oft, ich verstehe die Frage gar nicht. Wieso denn nicht? Also das war ja bei mir auch nicht immer so, aber für mich sind Tage, Lebenstage tatsächlich nicht mehr selbstverständlich. Ich finde, jeden Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag. Und das für sich zu entscheiden und es nach außen zu tragen, weckt natürlich auch Unmut bei Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja, das passiert. Ja, oder die sich nicht zugestehen. Ja, oder die sich nicht zugestehen. Mhm. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, Stefan. Ich bin mal gespannt, wer uns lauscht, wer uns möglicherweise ein Feedback schickt. Ja, Gerne als Mail an podcast@trauerimunternehmen.de. Wenn es uns beide betrifft, leite ich dir es auch gerne weiter. sehr Und gerne. ja, mal sehen, ob wir an dieser Stelle auch die Arbeit etwas menschlicher machen können. Liebe Sandra, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir.